Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Miles & Marcel. Heute gibt es ein sehr schnelles Video, denn wir machen einen sehr schnellen Flug in etwas in einer Stunde von Zürich nach Hamburg in der Swiss Business Class. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und damit starten wir an der Stelle, wo das letzte Video aufgehört hat. Mit Helvetic Airways ging es von Palma de Mallorca nach Zürich und nun kommt der Weiterflug von Zürich nach Hamburg. Das Ganze natürlich mit einem Abstecher vorher in der Senator Lounge von Swiss. Solltet ihr das Video von Helvetic Airways noch nicht kennen und euch das Ganze in chronologischer Reihenfolge anschauen wollen, dann klickt einfach mal auf das i. In der Senator Lounge von Swiss fühlt es sich wieder an wie vor Corona und es erwartete eine große Auswahl von Getränken, darunter Weine, Bier, Softdrinks, Säfte, aber auch härtere alkoholische Getränke. Dazu gab es frisches Obst, Desserts und eine große Auswahl von Süßigkeiten. Außerdem stehen für euch mehrere Truhen mit Mövenpick-Eis bereit. Auch am Mittag bekommt man noch ein kleines Frühstück mit Brötchen und natürlich typisch für Swiss mit Croissants. Damit habe ich bei meinem Aufenthalt erstmal gestartet. Natürlich darf auch die berühmte Swiss-Schokolade nicht fehlen. Die Getränkeautomaten hier im Bild waren übrigens richtig klasse und boten für alle Geschmäcker verschiedene Kaffeekreationen, aber auch Tee. Nachdem ich mir noch etwas zu trinken geholt habe, konnte ich das warme Essensangebot von Swiss testen. Swiss hat dafür einen Live-Cooking-Bereich und das Essen wird frisch für euch zubereitet. Das ist ziemlich großartig und geschmeckt hat es auch noch. Satt und zufrieden war es schon fast Zeit für das Boarding, aber ich habe die freie Zeit bis dahin noch anderweitig genutzt. Ja, und auch das bietet Swiss seinen Senator- und Business-Class-Kunden in der Lounge. Und zwar einen wunderbaren Bereich, in dem ihr duschen könnt. Jeder Gast hat dann sozusagen für sich in dem Moment sein eigenes kleines Badezimmer. Und hier kann man sich dann wirklich das gut gehen lassen und gerade nach einem Langstreckenflug, aber auch wenn man ein bisschen Wartezeit hat, nochmal schön erfrischen. Und es ist draußen in den Terminals und auch hier in der Lounge ist es so warm, dass ich gedacht habe, dann gönne ich mir jetzt nochmal schnell eine kleine Dusche. Die A-Gates liegen nicht weit entfernt von der Senator Lounge von Swiss und so hatte ich nur einen kurzen Fußweg zu meinem Abfluggate. Swiss boardet, wie man es von Star Alliance gewohnt ist, in verschiedenen Gruppen. Mein Sitzplatz heute ist wieder mal 1 Alpha. Auch wenn man hier die Beine nicht etwas unter dem Vordersitz ausstrecken kann, so mag ich doch die erste Reihe sehr. Was ist denn euer Favorit? Auch gerne Reihe 1 oder lieber etwas weiter hinten? Das würde mich mal tatsächlich sehr interessieren. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Gefallen hat mir spontan, dass es kleine Monitore unter anderem für die Sicherheitseinweisung gab. Beim nun gleich folgenden Start könnt ihr einen kleinen Kampf der Giganten verfolgen. Natur gegen Maschine. Kurz vor dem Start hat ein blinder Passagier versucht mitzufliegen. Ob es ihm gelungen ist, seht selbst.
Dem Start wurden in der Business Class eine Flasche Wasser und ein Erfrischungstuch verteilt. Auf dem Monitor konnte man die Flugstrecke genau verfolgen. So etwas gefällt mir immer sehr gut. Außerdem startete der Service relativ schnell, aber viel Zeit ist so auf einem Kurzstreckenflug ja auch nicht. Der Tisch in der Armlehne war stabil. Das war gerade nach dem Helvetic Airways Flug ein positives Erlebnis. Zu essen gab es Fisch, Vitello Tonato. Juhu, wieder Fisch. Ist toll, wenn man Fisch mag. So blieb für mich wieder einmal nur das Brötchen mit Butter. Auch schön. Werfen wir noch schnell einen Blick in die Bordtoilette. Hier konnte ich sogar mal wieder aufrecht stehen. Seife und Handlotion standen zur Verfügung und auch ansonsten habe ich nichts vermisst. Das Wetter hatte sich inzwischen unterhalb der Wolken etwas verschlechtert. Trotzdem sind wir pünktlich und sicher in Hamburg gelandet. Wenn ihr das nächste Mal in Hamburg landet, achtet mal auf das Moin in Hamburg an der Gangway. Außerdem gefällt mir in Hamburg immer sehr gut, dass einem das Kofferband schon vor dem Betreten des Terminals angezeigt wird. Wie immer hat Swiss so auch auf diesem Flug einen guten Eindruck gemacht. Das Personal war freundlich, die Senator Lounge in Zürich gefällt mir immer sehr gut, wenn auch hier wenig Platz für Privatsphäre gegeben ist. Die Badezimmer sind sehr hübsch gestaltet und können zwischen zwei Flügen eine tolle Erfrischung sein. Das nächste Video wird übrigens wieder ein Langstreckenflug und das sogar ein ganz besonderer. Wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Das würde mich sehr freuen. Genauso wie einen Kommentar oder einen Daumen nach oben. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Marcel.